Hallo zusammen. Ich hatte es ja schon beim Unboxing-Video der Garmin Fenix 8 Pro gesagt, dass ich nochmal ein ausführliches Review mache. Das werde ich euch heute zeigen. Besser gesagt, ich gehe auch auf eure Fragen ein, die in dem Video gestellt worden sind. Die waren wirklich sehr interessant. Und ich gehe natürlich dann auch nochmal ganz kurz auf die Neuerung der Fenix 8 Pro im Generellen ein. Du bekommst nämlich im Bereich der Konnektivität eine Neuerung, und zwar auf der Fenix 8 Pro auf der rechten Seite. Habt nämlich die Möglichkeit, hier nun LTE und Satellit auszuwählen. Anders sieht es noch bei der Fenix 8 aus, auf der linken Seite. Die hat nämlich hier nur WLAN und ja, normale Telefonverbindung. Hier gibt es kein LTE und Satellit. Was kannst du aber machen auf der Fenix 8 Pro? Du hast nämlich die Möglichkeit, hier den Status auch einzustellen. Das heißt also, du kannst einmal entscheiden, ob die Uhr LTE und Satellit verwenden soll, ob sie nur LTE verwenden soll oder nur Satellit, oder dass man dann alles komplett abschaltet bzw. alles auf Aus steht. Und sollte hier LTE und Satellit auf automatisch stehen, dann geht die Garmin Fenix 8 Pro eine Rangfolge ab. Sie schaut erstmal, hat sie eine WLAN-Verbindung? Ja, dann holt sie sich dort die Daten. Ist da nichts, geht sie dann ans Handy und fragt, ob da eine Verbindung ist und holt sich hier dort die Daten. Ist es auch nicht der Fall, dann greift hier der LTE-Chip und dann wird geschaut, ob es hier ein Signal ist. Und sollte hier kein Signal sein, dann kommt hier das Satellit hier zum Einsatz. Als allererstes werfen wir einen Blick auf den LTE-Bereich. Du kannst mit der Garmin Fenix 8 Pro hier keine eigenen SIM-Karten verwenden. Und dies hat aber auch einen technischen Grund. Und zwar nutzt Garmin hier nicht LTE 4G oder 5G. Nein, sie nutzen hier LTE M. Ich habe jetzt mal eine Folie der Deutschen Telekom aufgelegt. Die zeigt eigentlich ganz gut, was hier die Unterschiede sind. Und da kann man ganz gut sehen, dass der LTE M-Bereich hier sehr viel energieeffizienter ist. Auch die Gebäudedurchdringung ist deutlich besser als noch hier mit LTE G4 oder G5. Nachteil ist hier, dass natürlich hier weniger Daten übertragen werden können, als zum Beispiel mit 4G und 5G-Netz. Ein weiterer Grund, warum du auch hier keine klassische eSIM verwenden kannst: die Provider haben hier meistens das nicht freigeschaltet für die Verträge. Das heißt also, du kriegst dann nur einen 4G- oder 5G-Vertrag, aber für LTE-M sind hier die klassischen eSIM-Karten nicht vorgesehen bzw. freigeschaltet. Ein weiterer Vorteil der Technologie, die Garmin hier verwendet, ist, dass du einfach hier durch die verschiedenen Länder reisen kannst. Das heißt also, es ist völlig egal, ob du jetzt in England unterwegs bist oder in Deutschland. Mit Roaming musst du hier auf jeden Fall keine Gedanken machen. Es wird zwar nicht überall LTE abgedeckt, aber ich blende einfach mal die Liste ein, welche Länder hier unterstützt werden. Ich mache dir da auch einen Link in der Videobeschreibung, dass du es nochmal in Ruhe nachlesen kannst. Ich hatte ja gesagt, dass die Garmin Fenix 8 Pro hier eine Rangfolge abgeht, von WLAN bis zum LTE-Chip bzw. Satellit. Aber wie siehst du das, dass deine Garmin Fenix 8 Pro nun im LTE-Netz ist? Ganz einfach, du bekommst dann hier auch einen Balken angezeigt bzw. eine Signalstärke. Das gleiche dann auch mit Satelliten. Wenn du dich mal mit Satellit verbunden hast, bekommst du dann auch hier immer das Satellitensymbol angezeigt. Aber du kannst die LTE- und Satellitentechnologie dann jetzt hier nicht dauerhaft kostenlos nutzen. Du hast 30 Tage die Möglichkeit, das alles zu testen, und danach musst du dich für ein InReach-Abonnementprogramm entscheiden. Dabei gibt es hier 4 verschiedene Varianten. Von Enable bis Standard bis Premium ist hier alles dabei. Was hier entfällt, ist auf jeden Fall die Aktivierungsgebühr. SOS-Notruf, sowohl mit Satellit als auch mit LTE, ist dann bei allen 4 Abonnements enthalten. Unterschiede gibt es dann bei der Satellitenkommunikation. Je nachdem, für welches Abonnement du dich entscheidest, hast du hier diverse Einschränkungen. Anders sieht es dann bei LTE aus. Hier bekommst du schon beim kleinsten Abonnement das volle Programm, kannst alles nutzen, was hier InReach anbietet. Voraussetzung hierfür, dass wir mit der Fenix 8 Pro eine Kommunikation eingehen können, ist dann der Garmin Messenger. Dies ist auf der Uhr schon vorinstalliert. Und für einige Benachrichtigungen ist es auch wichtig, dass der Garmin Messenger dann auch beim Empfänger installiert ist. Das heißt also, dieser muss aber keine Uhr haben, muss auch kein Abonnement zahlen. Das Abonnement zahlst nur du, der das über die Uhr nutzt. Und dann kannst du auch hier in die Kommunikation gehen. Auch da gibt es noch kleine Unterschiede, da gehe ich aber gleich drauf ein. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch, was der Garmin Messenger alles kann, beziehungsweise was dann auch hier ankommt. Als allererstes hast du die Möglichkeit, mit dem Garmin Messenger den sogenannten Location Check zu machen. Dafür wird dann einfach der Empfänger ausgewählt, den du haben möchtest, und dann gehst du oben auf den Button mit dem Haken, und hier kannst du dann zwischen 3 verschiedenen Auswahlmöglichkeiten auswählen, zum Beispiel, dass du deinen Trip beendest oder dass es jetzt auch dir gut geht. Das sind schnelle Nachrichten, die du dann hier drüber schicken kannst. Als zweites hast du die Möglichkeit, dass du über die Garmin Messenger App dann natürlich auch normale Nachrichten verschicken kannst, also normale Textnachrichten. Und da gibt es dann 2 Fälle. Fall 1 ist, der Empfänger hat auch die Garmin Messenger App. Dann funktioniert es ganz einfach. Du sendest die Nachricht raus, der Empfänger bekommt dann eine Push-Abmeldung auf dem Handy. Er kann die Nachricht lesen, sieht auch, von wem sie kommt, und kann auch sehen, woher sie abgeschickt worden ist, sofern du deinen Standort mitschickst. Dann gibt es auch noch den zweiten Fall: wenn du jemand eine Nachricht schickst, der jetzt nicht die Garmin Messenger App installiert hat, dann bekommt er eine SMS und da steht dann auch die Nachricht drin, also kann die dann auch lesen.
Diese hat aber dann eine andere Nummer, das heißt also, Garmin weist dir eine mobile Nummer zu und er sieht dann erstmal nicht direkt, wer das ist, aber es wird ein Link mitgeschickt, da kann er draufklicken und dann bekommt er weitere Informationen, wer der Absender der Nachricht war und er kann vor allem auf die Nachricht antworten, das heißt also, du bekommst auch eine Antwort auf die Uhr, falls er dann was zurückschreibt. Und solltest du eine Nachricht bekommen, dann musst du länger draufdrücken, dann hast du auch die Möglichkeit hier mit Emojis zu reagieren. Und möchtest du auf der Tastatur jetzt nicht länger einen Text eintippen, es gibt dann auch vorgefertigte Nachrichten, die du dann hier verwenden kannst bzw. auswählen. Neben den klassischen Textnachrichten hast du aber im LTE-Modus auch die Möglichkeit, hier Sprachnachrichten zu versenden. Wenn du zum Beispiel auf Antworten gehst, siehst du oben dann ein Mikrofon, da musst du draufdrücken und dann kannst du eine Sprachnachricht erstellen. Aber es geht natürlich auch Sprachnachrichten über die Uhr. Die maximale Länge einer Sprachnachricht ist dabei 30 Sekunden. Und der Empfänger bekommt dann in der Garmin Messenger App dann auch entsprechend die Nachricht angezeigt. Da wird auch ein Transkript erstellt, das heißt also, er kann sie dann einfach nur lesen. Aber es geht natürlich auch Sprachnachrichten über die Uhr. Die maximale Länge einer Sprachnachricht ist dabei 30 Sekunden. Ja, ihr habt auch Möglichkeiten, über die Messenger-App hier Sprachnachrichten zu senden. Ich bin jetzt hier als meine Frau unterwegs, der jetzt an die Uhr was schickt. Hören wir uns das mal kurz an. Ja, ihr habt auch Möglichkeiten, über die Messenger-App hier Sprachnachrichten zu senden. Ich bin jetzt hier als meine Frau unterwegs, der jetzt an die Uhr was schickt. Hören wir uns das mal kurz an. Und auch da ist es so, wenn die Nachricht auf die Phoenix 8 Pro kommt, bekommst du das Transkript angezeigt. Und anders als bei den Textnachrichten, muss aber der Empfänger bei Sprachnachrichten auch hier eine Garmin Messenger App installiert haben. Und für den einen oder anderen interessant, der vielleicht seine Familie mal sehen möchte, weil er gerade länger auf Tour ist, die Familie hat dann auch die Möglichkeit, über die Garmin Messenger App dann dir hier direkt auf die Phoenix 8 Pro ein Bild an den Messenger zu senden. Ich hatte es ja schon ganz kurz angesprochen, dass du ja deinen Standort mit jeder Nachricht auch teilen kannst. Das kannst du aber in der Garmin Messenger App auch ausschalten. Das gleiche ist dann auch auf der Handy-App, also der Empfänger kann ebenfalls hier immer seinen Standort teilen. Das ist auf jeden Fall hier möglich, aber auch das kann dann hier abgeschaltet werden. Aber wie finde ich den Standort? Das ist ganz einfach. Hier wird immer ein PIN angezeigt und wenn dieser vorhanden ist, kannst du dann hier den Standort anklicken. Als nächstes kommen wir dann im Bereich Anrufe und da gibt es einen kleinen Unterschied. Und zwar, wenn du die Uhr oder Garmin Phoenix 8 Pro mit deinem Handy verbunden hast, dann kannst du die ganz normale Telefon-App nutzen und alles, was wir schon von der Phoenix 8 kennen, das wird dann übers Handy geroutet, kannst du dann mit deiner normalen Telefonnummer rausrufen. Das ist dann hier auf jeden Fall möglich. Anders sieht es dann aus, wenn dein Handy nicht mehr in der Nähe ist, beziehungsweise wenn die Phoenix 8 Pro in eigenen LTE-Modus geht. Da funktioniert die klassische Telefon-App nämlich nicht mehr. Anrufe werden dann über die Garmin Messenger-App getätigt. Das heißt also, einmal in dem Chatverlauf, wo du unterwegs bist, gibt es dann die Möglichkeit, direkt daraus zu telefonieren. Oder es gibt eine eigene Anruf-App, die du auswählen kannst und hier kannst du einen Kontakt direkt anrufen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass der Kontakt dann auch hier die Garmin Messenger App hat. Das heißt also, du kannst jetzt nicht irgendeine Nummer wählen und da anrufen. Das funktioniert nicht, zum Beispiel Festnetz. Und das ist auch so aus meiner Sicht ein kleines Manko, weil du musst auf jeden Fall organisieren oder dich darum kümmern, dass der Empfänger, den du dann erreichen möchtest, natürlich auch diese App installiert hat. Aber sollte die Person dann die Garmin Messenger App installiert haben, dann hat er auch hier die Möglichkeit, dich direkt anzurufen. Das heißt also, rechts oben drückt er einfach auf das Telefonsymbol und dann klingelt bei dir die Phoenix 8 Pro und ihr könnt ganz normal miteinander telefonieren. Hallo. Hi, grüß dich. Kannst du mich gut hören? Ja, ich kann dich gut hören. Ja, perfekt. Ich habe dich jetzt auch hier gerade auf maximale Lautstärke eingestellt. Wenn es ein bisschen übersteuert am Lautsprecher, dann liegt es daran. Und klinge ich eher so, klinge ich so ein bisschen weiter weg oder klinge ich nah? Wie klinge ich? Du klingst, als wärst du ganz normal am Handy. Okay, also wirklich, als würde ich die Uhr direkt am Mund haben. Ja, sehr gut. Ja, die Caro sitzt, absolut. ja, die Caro sitzt jetzt gerade unterm Dach. Ich bin jetzt unten runtergegangen, aber im Haus hatten wir dann tatsächlich ein bisschen Verbindungsprobleme. Aber das ist natürlich jetzt auch kein Case, den man jetzt hat. Man telefoniert ja mit der Uhr eher draußen im Freien. Dann danke ich dir. Danke auch. Bis später. Jo, ciao. Eine weitere Funktion, die du mit der LTE-Funktion verwenden kannst, ist dann die Möglichkeit, auch Wetter-Updates zu holen. Das heißt also, wenn du in die Wetter-App hineingehst und diese aktualisierst und kein Handy in der Nähe ist, dann aktualisiert sich die Phoenix 8 Pro hier über die LTE-Verbindung. Ein weiterer spannender Punkt ist natürlich das Thema Sicherheit. Die Garmin Phoenix 8 Pro unterstützt natürlich dann auch hier die Live-Track-Funktion. Und solltest du dein Handy jetzt nicht dabei haben und das LTE ist eingeschaltet, dann funktioniert auch Live-Track weiterhin über die Garmin Phoenix 8 Pro, über die LTE-Schnittstelle. Das heißt also, der Empfänger bekommt dann die E-Mail, beziehungsweise sieht dann immer deinen Standort, wo du gerade unterwegs bist. Also so wie wir es schon aus der Vergangenheit kennen. Voraussetzung dafür ist aber, dass du natürlich hier Live-Track auf deine Uhr dann eingeschaltet hast. Das gleiche ist dann auch mit der Sturzerkennung. Du kannst ja auf der Phoenix 8 Pro für diverse Sportarten eine Sturzerkennung einstellen. Sollte dann hier was passieren, kommuniziert auch hier die Phoenix 8 Pro, wenn ein Sturz passieren sollte.
Zu guter Letzt haben wir dann noch die SOS-Möglichkeit, beziehungsweise die Möglichkeit, hier Notrufe auszusenden. Das ging ja auch schon mit der Phoenix 8 übers Handy. Das funktioniert jetzt aber auch autark mit der Phoenix 8 Pro. Voraussetzung hierfür ist aber, dass du das Abonnement hast. Da kommen wir gleich noch beim Satellit drauf zu sprechen. Und sollte dir hier was passieren, beziehungsweise führst du hier SOS aus, wird dann in den ersten 10 Minuten der Rettung jede Minute ein aktualisierter Standort geschickt. Und danach sind es dann alle 10 Minuten. Und wenn ein Stillstand stattfindet, das heißt also, du nicht bewegst, werden nur noch alle 30 Minuten dein Standort gesendet. Und ich hatte es ja hier und da schon erwähnt, dennoch nochmal ganz kurz zusammengefasst, was geht aber weiterhin? Wie gesagt, du kannst weiterhin, wenn das Handy verbunden ist, deine Telefon-App verwenden, kannst auch darüber telefonieren. Es funktioniert auch weiterhin der SOS-Knopf hier direkt über das Handy. Du brauchst jetzt nicht unbedingt einen Plan abschließen oder ein Abonnement. Ebenfalls funktioniert auch der klassische Garmin Messenger weiter über das Handynetz. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, weiterhin kostenlos die Live-Track-Funktion zu nutzen. Auch hier dann mit der Kommunikation über dein Handy und ebenfalls auch bei der Sturzerkennung kann weiterhin über das Handy kommuniziert werden. Da gibt es dann keine Einschränkungen. Und weil ich in den Kommentaren gefragt wurde, Musikstream ist dann hier über die Garmin Phoenix 8 Pro mit der eigenen LTE-Verbindung hier nicht möglich. Und sollte die Garmin Phoenix 8 Pro keine LTE-Verbindung haben, dann kann sie noch auf die Satellitenverbindung zurückgreifen. Und hierbei nutzt Garmin für die Phoenix 8 Pro das sogenannte Skylo-Netz, das momentan auch noch ausgebaut wird. Und anders als die Iridium-Satelliten, die eher im niedrigen Orbit unterwegs sind, fliegen diese hier etwas höher. Und diese eine nur verwendete Technologie schränkt natürlich auch etwas die Verfügbarkeit ein. Sowohl in Europa werden hier nicht alle Länder abgedeckt, aber der größte Teil. Und auch in Amerika gibt es dann hier so gewisse Abgrenzungen. Das heißt also, weiter in den Norden kommst, umso schlechter ist dann hier die Abdeckung. 2 weitere Nachteile kommen noch dazu. Du musst dann immer an einem Punkt stehen bleiben, du kannst dich jetzt nicht bewegen und du musst die Uhr dann auch ausrichten. Das ist jetzt anders als mit zum Beispiel InReach-Gerät. Dieses nutzt aber auch dann hier die Iridium-Satellitentechnologie als auch Skylo. Das heißt also, mit einem InReach Mini kannst du dich auf jeden Fall auch bewegen und hier gleichzeitig eine Kommunikation durchführen. Der InReach Mini hat da noch weitere Vorteile. Anders als die Phoenix 8 Pro hast du nämlich hier eine weltweite Abdeckung. Wie gesagt, bei Phoenix 8 Pro geht es hier nur Europa und Nordamerika. Und solltest du sogar den InReach Messenger haben, da kannst du sogar noch Textnachrichten bzw. Bilder mit dem Satelliten versenden. Das sehen wir gleich bei der Phoenix 8 Pro, das ist nämlich hier dann nicht möglich. Ja, aber wie funktioniert es dann technisch mit der Garmin Phoenix 8 Pro? Möchtest du eine Nachricht senden und hast nur Satellitenempfang, dann wird erstmal das GPS gesucht. Danach, wenn das GPS gefunden worden ist, bekommst du eine Radarübersicht, wo der nächste Satellit ist. Dann musst du einfach dich ausrichten zum Satelliten. Und sobald du den Satelliten eingefangen hast, dann geht so eine Art Minispiel auf. Da musst du den Satelliten einfach dann hier mit Handbewegung in die Mitte reinkriegen und auch die Hand so halten, dass es dann hier weiterhin im grünen Bereich bleibt. Und dann kann hier der Garmin Phoenix 8 Pro die Daten via Satellit raussenden. Jetzt ist natürlich die Frage, was geht und was geht nicht mit dem Satellitenkommunikation. Was nicht funktioniert, sind Anrufe, Sprachnachrichten und die Live-Track-Funktion. Was aber funktioniert, ist dann der Location-Check-In, das heißt also die kurze Meldung, ob dann alles in Ordnung ist. Die Texte können ganz normal versendet werden, die du eingibst. Und du kannst dann auch hier Texte abrufen, aber anders als bei der LTE-Version bekommst du hier keine Push-Up-Meldung. Du musst wirklich aktiv hier die Nachrichten abrufen und dann bekommst du diese hier in deiner Garmin Messenger-App angezeigt. Und zu guter Letzt hast du natürlich auch die Möglichkeit, die SOS-Funktion zu nutzen und diese via Satellit zu versenden. Aber anders bei der LTE-Version, da wird nicht automatisch immer dein Standort aktualisiert. Du bekommst dann einmal pro Stunde den Hinweis, dass du bitte hier deine Nachricht zu aktualisieren hast. Wenn nicht, dann kannst du auch lassen, wenn dein Standort sich nicht verändert hat. Aber das musst du auf jeden Fall aktiv selber machen. Ja, da komme ich auch zu meinem Kritikpunkt der Garmin Phoenix 8 Pro. Die Garmin Phoenix 8 Pro kostet 1.300 € in der Version, die ich jetzt habe, bis zu 2.000 € in der Micro-LED-Variante. Ja, du bekommst 30 Tage kostenlos alles zum Testen. Ab da musst du aber ein Abo abschließen. Das heißt also, wenn dir irgendwas passiert und du willst einen SOS-Knopf drücken, wenn du kein Abo hast, hast du Pech. Hast du kein Netz, kannst kein Abo abschließen, hast du Pech. Und da ist wirklich die Frage bei der Uhr in dieser Preisklasse, wieso muss man für einen SOS-Knopf hier Abogebühren verlangen? Das ist ein Sicherheitsmerkmal, es kann Leben retten. Bei der Apple Watch Ultra 3 haben wir jetzt zumindest mal 2 Jahre das Ganze im Kaufpreis inbegriffen. Bei der Pixel Watch 4 gibt es es auch. Mir ist völlig klar, dass das Ganze hier Geld kostet, dass man hier alles vorhalten muss. Aber wenn ein Einsatz stattfindet, den musst du sowieso bezahlen. Und zumindest könnte Garmin hier sagen, okay, 2 oder 3 Jahre ist diese Funktion frei und dann kannst du es abonnieren, in irgendeiner Form zumindest entgegenkommen. Aber ich finde es in der Preisklasse wirklich sehr schwierig und du kannst mir gerne in den Kommentar schreiben, was du von dieser Entscheidung hältst, die Garmin an dieser Stelle hier gefällt hat. Aber insgesamt muss ich sagen, ich habe das LTE als auch die Satellitenkommunikation jetzt hier sehr ausführlich getestet, die letzten 2 Tage immer wieder rumprobiert. Es hat immer sehr gut funktioniert.
Selbst im Keller konnte überhaupt kein Problem, hier die LTE-Verbindung aufzubauen. Da wurde ich dann nach dem GPS gefragt, das habe ich dann einfach abgebrochen, weil ich habe immer Senden der Daten dabei. Da hat die Kommunikation auch sehr gut funktioniert und da kann ich hier wirklich an dieser Stelle nichts aussetzen. Und wenn wir uns jetzt mal die allgemeinen Änderungen anschauen, der Phoenix 8 Pro gegenüber der Phoenix 8, so sind diese zumindest im Bereich Software jetzt nicht groß vorhanden. Im Gegenteil, es ist eigentlich alles identisch, weil die Phoenix 8 hatte die Funktion ebenfalls mit dem Update erhalten. Das heißt also, die Phoenix 8 Pro unterstützt auch hier die Running Economy. Du bekommst dann auch die Running Tolerance angeboten, aber dann auch die Multisport-Trainingsmöglichkeiten als auch der Triathlon-Coach sind ebenfalls hier mit der Phoenix 8 Pro unterstützt. Aber wie gesagt, das gab es dann auch mit der Phoenix 8 hier im Update. Im Bereich der Modellvariante hat es leider auch eine kleine Einschränkung gegeben. Die Garmin Phoenix 8 Pro erscheint nur noch in der 47 und 51 mm Variante. Dabei kannst du dich dann einem Schwarzton und einem Titanton entscheiden. Leider ist, wie gesagt, die 43 mm Variante nicht mehr dabei. Ob es jetzt technische Gründe hat oder verkaufstechnische Gründe, kann ich an dieser Stelle leider nicht beantworten. Was aber neu hinzukommt, ich habe sie leider noch nicht vorliegen, ist die Phoenix 8 Pro in der Micro-LED-Variante. Diese erscheint aber nur in 51 mm und wie ich schon erwähnt habe, die kostet dann auch hier 1.999 €, während die Phoenix 8 Pro ab 1.199 € startet in der kleineren Version und 1.299 € in der größeren Version kostet. Und weil die Frage schon aufgekommen ist, was ist der Unterschied zwischen der Phoenix 8 Pro und der Micro-LED-Variante? Es ist nur das Display, alles andere ist wirklich identisch, das heißt also auch softwaretechnisch gibt es hier keine Unterschiede. Vorteil der Micro-LED-Variante ist halt eindeutig, dass es bis zu 4500 Nits hell werden kann, also nochmal deutlich heller als die Phoenix 8 Pro und dass dann hier die Ablesbarkeit von der Seite etwas besser ist als mit der Phoenix 8 Pro bzw. Phoenix 8. Stichwort Phoenix 8 Pro und Display. Auch hier wurde jetzt ein helleres Display verbaut als noch bei der Phoenix 8. Besser gesagt, wenn ihr die Phoenix 8 hier auf maximale Helligkeit einstellt, entspricht es der Stufe 1 von 3 bei der Phoenix 8 Pro. Das heißt also auch wie schon bei der Forerunner 970 oder bei der Venue X1 bekommst du hier wirklich ein sehr helles Display jetzt angeboten. Anders sieht es dann aber bei der Dicke des Gehäuses aus. Die Uhren haben so ein bisschen zugelegt. Und zwar hat jetzt die Phoenix 8 eine 51 mm Variante von 14,7 auf 16,5 mm zugelegt. Die Phoenix 8 in der 47 mm Variante von 13,8 mm auf 16 mm. Und die dickste Uhr ist eindeutig an dieser Stelle hier die Phoenix 8 Pro in der Micro-LED-Variante mit 17,15 mm. Und man merkt es auch richtig, wenn man die Uhren nebeneinander legt, da kann man ganz gut sehen, dass die Uhren hier nochmal deutlich dicker sind. Das hellere Display, aber auch die LTE-Technologie haben da auch hier ein Tribut. Das heißt also, die Akkulaufzeiten der Phoenix 8 Pro sind etwas geringer geworden als auch bei der Phoenix 8. Am gravierendsten merkt man es natürlich hier mit der LTE Live-Track-Funktion. Und ich habe jetzt mal die Garmin-Daten hier aufgelegt, weil diese dann doch ziemlich nah an das kommen, was man auch immer hier misst. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Lauf gemacht mit der Garmin Phoenix 8 mit LTE. Hier war der Lauf aber jetzt relativ kurz, nur knapp 40 Minuten, daher sind die Daten nicht so ganz exakt. Aber hier kam ich auf einen Verbrauch von 7,5% pro Stunde, wie gesagt mit LTE Live-Track. Im Vergleich zur Phoenix 8, die einen Live-Track übers Handy gemacht hat, die hatte einen Verbrauch von 2,67% pro Stunde. Und da muss ich auf jeden Fall auch noch anmerken, ich hatte ja auch noch den HM600 Brustgurt mit beiden Uhren verbunden. Da gab es auch noch eine kleine Kommunikation. Und dabei liefen auch beide Displays im Always-On-Modus. Und wenn wir uns die Daten jetzt mal genauer anschauen, können wir auch sehen, LTE Live-Track, dass bei der Phoenix 8 Pro in der 47 mm Variante bis zu 11 Stunden Laufzeit möglich sind im Always-On-Modus, während es der 51 mm Variante hier 19 Stunden sind. Aber solltest du hier zum Beispiel alle Systeme und Multiband nutzen, also das beste GPS, was Garmin hier anbietet, kommst du dennoch hier auf 30 Stunden Laufzeit in der 47 mm Variante, als auch in der 51 mm Variante sind auch hier bis zu 53 Stunden Laufzeit möglich. Anders sieht es dann bei der Micro-LED-Version aus, die natürlich hier das deutlich hellere Display hat, was natürlich auch hier deutlich mehr Strom verbraucht. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es weniger sein soll, zumindest was ich mal in der Presse gelesen habe, aber es sieht dann doch etwas anders aus. Wir können ganz gut sehen, dass ein Smartwatch-Betrieb hier die Uhr am schlechtesten abschneidet, obwohl sie die dickste Uhr ist von allen, also noch schlechter als die kleinere 47 mm Variante. Das gleiche dann auch beim Aktivitätstracking. Hier kommt es zum Beispiel bis zu 34 Stunden mit Multiband-GPS hin, wenn du das Always-On-Modus nicht eingeschaltet hast und nur 15 Stunden im Always-On-Modus. Ja, ich wollte euch an dieser Stelle hier einfach mal einen Eindruck zeigen, was die Garmin Phoenix 8 Pro jetzt alles kann. Ich habe hoffentlich alle eure Fragen beantwortet. Mit 1.300 € mit dem Modell, was ich hier habe, ist es mittlerweile aber keine günstige Uhr mehr. Man muss sich wirklich zweimal überlegen, ob man sich die Uhr jetzt hier anschafft für LTE und für Satellitentechnik, weil es ist auch so, wenn du nur die Software haben möchtest und den guten Sensor und den guten GPS-Chip, dann langt dir auch völlig eine Phoenix 8 aus. Diese gibt es dann hier und da auch schon im Angebot. Black Friday kommt jetzt auch demnächst. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich brauche Satellitentechnik, ich brauche LTE, dann kommst du an der Phoenix 8 Pro, wenn du im Garmin-Kosmos bleiben möchtest.
nicht drum rum. Du kannst dich aber auch natürlich für ein InReach-Gerät entscheiden, wenn du jetzt mit der Phoenix 8 unterwegs bist, wenn du mal im Wald bist oder klettern, weil da hast du sowieso die Einschränkung mit dem Phoenix 8 Pro. Und da würde mich auf jeden Fall interessieren in den Kommentaren, was hältst du von der Phoenix 8 Pro? Würdest du dir die Uhr anschaffen oder sagst du, nee, ist mir zu teuer? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Garmin Phoenix 8 Pro sehen möchtest, ich habe auch mal ein Unboxing gemacht, da habe ich so ein bisschen alles eingerichtet, das verlinke ich dir unten mal, beziehungsweise ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du mal reinschauen, was hier sonst noch alles so stattfindet. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten mit deiner Zeit, tschüss, bis zum nächsten Mal.